Lucky Recipes. Wir haben ja auf unserem Channel schon recht viel gekocht, aber ein Dessert, das fehlt uns noch. Damit wollen wir heute aufräumen, deshalb mache ich heute süße Milchbällchen in Sirup, genannt Rasgulla. Der 80er habe ich natürlich super gerne immer süß gegessen. Dieses ganze Schnuckelzeug wie Schlümpfe, diese Erdbeeren, Gummibärchen. Aber immer wenn wir nach Indien sind, gab es sowas halt nicht. Da kriegst du halt immer diese gleichen natürlichen, ursprünglichen Süßigkeiten. Und Rasgulla war eins davon. Und immer, wenn wir nach Kalkutta sind, wollte ich natürlich immer was Süßes haben. Wenn ich den Rasgulla bekommen habe, war ich ganz glücklich. Für Rasgulla brauchen wir im Grunde zwei Sachen. Zum einen brauchen wir einen süßen Sirup und als Hauptbestandteil haben wir hier Chana. Chana, das ist indischer Frischkäse. Obi hat ein ganz tolles Video dazu gedreht, wie ihr den selbst herstellen könnt. Auf jeden Fall anschauen. Und dann werde ich den Chana weiterverarbeiten wie einen Teig und daraus kleine Bällchen formen. Kommen wir zum süßen Sirup. Dafür brauchen wir einfach nur 1 Liter Wasser und 250 Gramm weißen Zucker, also ein Viertel davon. Und zur Topfgröße, der sollte groß genug sein, damit meine Bällchen frei schwimmen können und ihr Volumen vergrößern können, ohne aneinander haften zu bleiben. Die Größe ist für die kleine Menge, die wir haben, genau richtig. So, ich mache jetzt mal hier den Liter Wasser rein. Ihr seht, der Topf ist fast voll. Und den Zucker. Man könnte auch wesentlich mehr Rasgullas formen. Ich finde nur, mit 1 Liter kriegt man sehr viele hin. Dann würde ich sie lieber die Menge teilen und nach darin kochen lassen. Sonst habt ihr am Ende sehr, sehr viel Sirup und man weiß gar nicht, was man damit machen soll. Und für den Geschmack mache ich hier ein bisschen grünen Kardamom rein in den Sirup. Die kochen mit. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen und so lange köcheln, bis sich die Wassermenge etwas reduziert hat. Es wird aber kein dickflüssiger Sirup werden, das brauchen wir gar nicht, sonst wird das Ganze viel zu süß. Ganz wichtig, wenn der Sirup schon ein bisschen eingekocht ist, dann nehmt ihr euch einen Teil raus und lagert den schon mal in einer Schüssel, damit dieser schon mal ein bisschen abkühlen kann. Warum, erzähle ich euch gleich. Nehmt eine Schüssel, die ungefähr so eine Form hat, halt der Boden auch gerade ist. Also nichts, was kegelartig runtergeht, weil wir müssen die Rasgullas darin etwas lagern und so haben sie halt eher die Möglichkeit darin zu schwimmen. So, ich mache hier schon einmal auf meine Fläche. So, schaut mal, wie schön der ist. Jetzt ist er noch sehr körnig und das bearbeite ich jetzt wie einen Teig. Ihr müsst schauen, dass der Chana gut abgetropft ist, weil wenn er zu feucht ist, dann könnt ihr daraus keine Bällchen formen und beim Kochen werden sie euch auseinanderfallen. Ich habe sogar das Gefühl, das ist noch ein bisschen zu feucht, aber warte, da gibt es einen kleinen Trick. Moment. Ich nehme hier einfach ein bisschen Küchenkrepp. Und leg den hier nochmal kurz drauf. Kurz reinwickeln. Zu trocken darf es auch nicht werden, weil das macht die Bällchen sonst auch kaputt und die werden sehr, sehr hart. Die sollen schon fluffig bleiben. Das ist mir schon ein paar Mal misslungen. Und das letzte Mal habe ich es hingekriegt und jetzt mache ich es genau so. So. Ja. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut. Seht ihr, die Feuchtigkeit ist jetzt hier in dem Tuch. Dann kann ich jetzt hier weiter kneten. Das Kneten, das braucht schon eine Weile, ist schon ein paar Minuten. Das sollte sich am Ende leicht ölig auf den Händen anfühlen. Dann wisst ihr, dass der Teig oder die Milchmasse, Käsemasse wichtig ist. Schaut euch das mal an. Unsere Masse hat jetzt eine gute Konsistenz. Es behält halt die Form, die ich haben möchte, ohne auseinanderzufallen. Jetzt kann ich
daraus kleine Bällchen machen. Die sind wirklich kleine, aber ihr werdet sehen, die werden aufgehen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann formt ihr daraus schöne gleichmäßige Bällchen. Die sollten keine Risse haben, weil wenn ihr Risse habt, dann werden die beim Kochen zerfallen. Also schön gleichmäßig. Einfach ein bisschen mit den Fingern zudrücken, falls ihr Risse seht. So. Das sieht doch ganz gut aus. Ich habe jetzt derweil meine Hände abgewaschen und ich habe ja vorhin gesagt, die Hände sollen sich ganz leicht ölig anfühlen, wenn ihr die Bällchen formt. Und das merke ich eben, wenn ich die Bällchen wieder nehme und dann in meinen Handflächen dann drehe, dann merke ich ganz leicht, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, dass es ein bisschen ölig ist. Das ist quasi jetzt richtig die Konsistenz für unsere Rochegula. Bevor ich jetzt die Bällchen reingebe, sollte der Sirup nicht mehr zu stark kochen. Jetzt ein bisschen runterdrehen. So, ganz vorsichtig reinmachen. Deckel drauf und 10 Minuten köcheln lassen. Dabei nicht den Deckel öffnen, die Hitze muss nämlich im Topf bleiben. Lieber mal den Topf ab und zu nehmen und ganz leicht hin und her schwenken, damit sie sich ein bisschen drehen in dem Wasser. Jetzt müssen wir mal abwarten. 10 Minuten sind jetzt vergangen und jetzt müssen wir die Rochegulas umdeponieren. So, die sind jetzt ganz, ganz delikat, kann man sagen. Also die können schnell kaputt gehen. Jetzt mache ich sie hier quasi in den Sirup rein. Der ist nur noch lauwarm. Das mache ich, damit der Kochvorgang unterbrochen wird. So. Müsst halt gucken, dass die Schüssel groß genug ist, dass die hier reinpassen und dass die hier weiter schwimmen können. Außerdem kommt jetzt noch ein Esslöffel Rosenwasser in unser Rochegula. Und dann müssen die Teile mindestens 5 Stunden ruhen. Aber bitte nicht im Kühlschrank, weil dann können sie auch wieder hart werden. Einfach bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. Wir hatten schon Rochegulas vorbereitet und die habe ich nochmal mit getrockneten Rosenblütenblättern und einige mit Safran garniert. Mein Großvater, der hatte übrigens ein Mishti Dogan in Kolkata. Mishti Dogan heißt Süßigkeitengeschäft. Und Bengalen sind tatsächlich dafür bekannt, diese Art von Süßspeisen herzustellen, also auf Milchbasis. Und jetzt probiere ich mal, ob mir das als Bengale wirklich gelungen ist. Könnt ihr die Konsistenz sehen, die sind innen drin schön fluffig geblieben. Das ist nämlich wichtig, damit sie sich wie ein Schwamm mit dem süßen Sirup aufsaugen können. Ich habe lange keine Rochegulas mehr gegessen. Und ich muss sagen, die sind mir wirklich diesmal gut gelungen. Hat euch das Video gefallen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, bis dann. Tschüss!